Wir, Sebastian und Jule. Wir sind wieder zurück in Alpen. Folgt uns auf traumhaften Höhenwegen. Was für eine geile Aussicht. Zu exponierten Hütten. Wasser, einfach aushalten und sparen, weil wenn wir kein Wasser mehr haben, steht dazu. Quer durch die Tuxer Alpen. Ja, wunderbar, ehrlich. Gib mir der Gondel hoch, ohne Boot. Wir sind letztes Jahr fast alles gelaufen. Wir dürfen heute mal ein bisschen schummeln und den Frustweg umgehen und uns gleich die schönen Aussichten gönnen. Hallo, grüß euch. Grüß dich. Wir sind wieder zurück in Alpen. Genauer gesagt in Tirol. Von Innsbruck aus ging es mit der Patscher Kofelbahn bis zur Mittelstation auf 1693 Meter. Ab jetzt geht es zu Fuß weiter, bis zur Glungezer Hütte auf luftigen 2610 Metern. Und die 2000er Höhenlinie werden wir in den nächsten 3 Tagen kaum verlassen, denn wir folgen der Bergkette südlich von Innsbruck auf dem Inntaler Höhenweg. Das heißt 5000 Höhenmeter in 4 Tagen und ungefähr ein bisschen mehr als 50 Kilometer, die wir zurücklegen und es geht los. 50 Kilometer. Ja. Gar nichts. Nichts. Nichts ist das. Nichts im Vergleich zu fast 600 im letzten Jahr. Noch haben wir die Natur ganz für uns. Laufen die ersten Meter durch Nadelwald. Es fühlt sich gleich wieder vertraut an. Die Schritte, der Rucksack auf dem Rücken, die Sonne auf der Haut, der Duft des Sommers. Zwischen den Bäumen sehen wir immer wieder den Stubaier Gletscher. Ein Einheimischer erzählt uns, dass früher das ganze Jahr über Skifahren dort möglich war. Die Zeiten seien aber längst vorbei. Der Klimawandel schrumpfe auch diesen Gletscher. Und damit eine wichtige Trinkwasserquelle. Flau liegt uns der Gedanke noch eine Weile im Magen. Ab der Bergstation geht es auf dem Zirpenweg weiter. Links von uns liegt das Inntal. Geniale Aussicht, oder? Unterhalb des Patscher Kofels gönnen wir uns eine Rast. Durchatmen. Genießen. Mit Blick auf Innsbruck.
der Zirpenweg ist leicht zu laufen. Kein Wunder also, dass wir hier nicht alleine sind. Sieben Kilometer geht es fast nur gerade hin. Vorbei an urigen Hütten. Mitten durch einen der größten und ältesten Zirpenbestände Europas. Bis zu 250 Jahre alt sind die Bäume. Der älteste sogar 700. Waldbaden auf 2000 Metern Seehöhe. Übrigens, bis die Königin der Alpen, wie die Zirbelkiefer genannt wird, mannshoch ist, vergehen locker 70 Jahre. Für Alpenfeeling im Vorgarten braucht ihr also Zeit. Wir haben jetzt schon total viele Höhenmeter gemacht und sind jetzt durch den Zirpenwald durch. Oh, das hat wahnsinnig gut geduftet streckenweise. Es war auch super, super schön, schön schattig, schön gerade hin. Bitte was? Kuhkacke. Ja, auch gelegentlich nach Almduft. Man kommt auch an einigen Hütten vorbei. Haben jetzt aber keine Rast gemacht. Wir hatten unser Mittag mit. Und jetzt geht es noch hinauf auf den Höhenweg, auf den Glungezer Höhenweg und dann auf die Glungezer Hütte. Und unser körperliches Zwischenfazit? Nicht versendet sich, sondern tritt sich weg. Läuft sich weg. Was macht denn der Rücken? Nö, ist eigentlich, Du bist ein Schrank. Na, Sag wenn man es. 5000 Steine stapelt und dazu noch irgendwelche Beton- und Zementsäcke und Estrichsäcke. Es wäre nichts, ja. Dafür bin ich ziemlich aus dem Training. Achso. Irgendwie, also schlaucht mehr. Schlaucht mehr als letztes Jahr. Was für eine geile Aussicht. Was für eine geile Aussicht. Hinter uns sehen wir, mal gucken, ich hoffe, ich Da zeig's hinten ist der richtig. Stubaier Gletscher, Ja, Patschakofel, da ist er. Bier. So langsam werden die Wege wieder leerer. Und wir kosten es aus, heute mal nicht getrieben zu sein. Die Gedanken sortieren sich hier oben wieder einfacher, werden mit Blick über die Gipfel irgendwie leichter. So geht's mir zumindest. Aber was bedeuten die Berge für euch? Schreibt es gern mal in die Kommentare. Wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt gerade oben angekommen. Hinter uns sieht man schon die Glungezer Hütte. Da werden wir uns jetzt erstmal schön hinsetzen, was entspannt trinken. Und wir dürfen dann auch noch mal so ein kleines bisschen Blick hinter die Kulissen werfen, denn das ist
die höchste Hütte des österreichischen Alpenvereins. Und wie das hier mit der Versorgung klappt, das schauen wir uns dann auch gleich mal an. Zur Begrüßung auf der Hütte gibt es erst einmal ein Schnäpschen. Oh, wow. Aber wird gerade. Aber der brennt nicht. Nee. Der ist angenehm. Gib ihr am liebsten hässlich. Jetzt muss noch ein bisschen raus. Ja, noch das Essen. Und ihr gebt einfach Bescheid, wenn ihr ins Lager runter mögt. Zeige ich euch. Zum Hüttenteam gehört auch er dazu. Ganz Bleisknitz. Gescheites. Ein Gwen. Gwen. Wie ein Adlerhorst thront die Glungezer Hütte zwischen den schroffen 2000ern. Keine Straße, weit und breit. Und auch mit dem Wasser ist es hier oben so eine Sache. Erzählt uns Hüttenwirt Moritz. Also wie funktioniert denn das mit der Versorgung? Ihr seid hier echt in einer exponierten Lage und dass die Hütte mit fließend Wasser versorgt ist, das ist ja sicherlich noch nicht immer so gewesen. Früher war es vor vielen Jahren noch mit Schmelzwasser und das dann abgekocht. Dann haben sie unten, die geht von einer Wasserfassung, gibt es da unten, da ist eine große Pumpe rein mit über 60 Bar, dass das überhaupt darauf kommt. Da haben sie dann auch Kanal und Wasserleitung alles rauflegen müssen, alles aufgraben und dann wieder zumachen. Und zwar bis hierhin, 600 Höhenmeter hoch zur unterirdischen Zisterne, am Fuße der Hütte. Ohne Straße ist das Hüttenteam außerdem auf eine Materialseilbahn angewiesen, die mir Moritz jetzt zeigen will. Die Frage nach dem Wasser beschäftigt mich aber noch. Was ist denn im Winter anders an der Wasserversorgung als jetzt im Sommer? Im Sommer kann man halt, wenn wir wollen, immer raufpumpen. Und im Winter ist schwierig, weil da ist die Leitung abgefroren. Ja. Und da müssen wir die 100.000 Liter einfach aushalten und sparen. Weil wenn wir kein Wasser mehr haben, ist die Hütte zu. Boah. Das heißt, pro Tag, wie viel darf dann Wasser durch den Hahn fließen? Circa 800 Liter haben wir am Tag im Winter. Okay. Klingt nicht so wenig, aber dadurch, dass Nein, im ersten Moment klingt das echt nicht so wenig. Aber wenn man bedenkt, dass in Deutschland eine Person im Schnitt 130 Liter Trinkwasser pro Tag verbraucht, wird schnell klar, warum es hier oben keine Duschen gibt. Dafür aber eine Seilbahn. Da ist sie, die Seilbahn. Und das heißt, wie viel könnt ihr zuladen hier eigentlich? die ist für 250 Kilo zugelassen. Das heißt, wenn wir jetzt Bierlieferung kriegen, das sind ein paar Tonnen, dann werden das viele Fahrten immer dann im Herbst. Wie lange seid ihr da beschäftigt, hoch und runter zu fahren an so einem Liefertag? Das geht meistens den ganzen Tag. Okay. So. Krass. Schon gerade Bier geht sich so am Vormittag aus manchmal und dann halt noch kommt Gas rauf und Essen und Holz. Das sind dann schon ein paar Tage, wo man nur Seilbahn fährt. Mehrere Tage Seilbahn fahren für ein volles Lager. Im Sommer alles machbar. Aber die Glungezer Hütte hat auch im Winter offen. Zum Skitouren gehen, wenn hier oben gut und gern auch mal 2 Meter Schnee liegen. Winter ist ein bisschen schwieriger. Wir schauen einfach, dass wir langhaltbare Sachen schon im Herbst drauf tun, zum Beispiel Linsen oder Nudeln. Und frische Sachen müssen wir dann mit dem Rucksack drauftragen selbst. Und bei schönem Wetter geht es auch manchmal mit der Mandreiseilbahn, aber ist sehr wetterabhängig. Wie oft macht ihr das dann im Winter? Ich nicht so oft, aber mein Papa ist da sehr motiviert und der kommt dann sicher zweimal die Woche rauf, je nach Bedarf, und Sachen rauftragen. Er hat sich auch extra so eine große Kraxe gebaut mit Kühlbox, dass also frische Sachen gut ankommen herum. Boah, Wahnsinn. Was für ein Aufwand. Das macht man sich gar nicht so oft bewusst. Und alles nur, damit wir, die Gäste, nach unserem Aufstieg auch auf 2000 Meter gut versorgt sind. Apropos Gäste. Die meisten, die hier übernachten, gehen entweder den Inntaler Höhenweg oder den Traumpfad München-Venedig. Was macht denn ihr mit den Gästen, die, sag ich mal, München-Venedig wandern? Da gibt es bei euch so ein kleines Highlight. Genau, Erzähl die mal. kommen bei uns so einen Stein mit
Und wenn Sie den bis nach Venedig mitnehmen und dort in die Lagune werfen, dann bekommen Sie eine Übernachtung und Frühstück gratis. Okay, da muss man durchhalten. Muss man durchhalten und einen Stein auch bis nach unten nehmen. Muss man auch beweisen, dass man es gelaufen ist und dann nicht irgendwann einen Bus genommen hat? Also genau kontrollieren wir das nicht. Bei unserer Alpenüberquerung sind wir den kürzeren Weg durch das Wattental aufgestiegen und haben die Glungezer Hütte ausgelassen. Wer aber einen Tag mehr Zeit hat, sollte sich den kleinen Umweg hierher gönnen. Hier sind unsere Schlafplätze. Nach dem Abendessen treibt es uns nochmal raus aus der Hütte. Hoch auf die Sonnenspitze. Noch sind wir tiefenentspannt, bestaunen das glühende Karwendelgebirge. Aber schon morgen wartet auf uns eine absolute Gratwanderung über die 7 Tuxar Summits. Total schöner Sonnenuntergang gerade nochmal. Für uns geht es jetzt zurück zur Hütte und da geht es dann nur noch schlafen. Und wir sehen uns dann wieder, hoffentlich in alter Frische. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.